Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns heute mal wieder auf dem Kampfmagier. Darum dreht es sich in letzter Zeit relativ häufig, aber auch hier steht natürlich die Fusion 21 im Vordergrund und ich bin da sehr gespannt drauf, wie mein Kampfmagier da so abschneiden wird. Und ja, wir haben ihn die letzten Jahre auch hier und da mal ein bisschen vernachlässigt. So, es passiert aber auch nicht allzu viel auf dem Account. Jetzt gerade ist so ein heftiger Umschwung gewesen auf dem Battle Mage und deswegen ja, ist es gerade ziemlich spannend rund um diese Klasse. Und nach wie vor bin ich halt auch ein Riesenfan von der Klasse und gebe dieser auch sehr gerne meine Aufmerksamkeit. Ja, genau, ich hoffe, es gibt da draußen auch noch abseits von mir noch einige andere Battle Mage Fans und wir werden heute auf jeden Fall mal schauen, wie mein Battle Mage so abschneiden wird. Plus, wir lösen auch mal gleich den Coupon ein. Fusion 21, den können wir tatsächlich schon benutzen. Und können uns hier schön bereichern an dem Fusionscode. Das ist natürlich immer eine sehr schöne Sache. Gibt ordentlich Ressourcen. Splitter bekommen wir, Metall, Lucky Coins, Treibsanduhren. Aber das Beste natürlich die 200 Pilze, ja, die schmecken natürlich am meisten. Jetzt gerade, wo wir unseren Battle Mage auch komplett geupgradet haben mit den ganzen Ressourcen und so, brauchen wir diese natürlich jetzt nicht mehr. Jetzt liegen die erstmal ein bisschen rum. Ich meine, wir haben jetzt auch fast nichts mehr. Wir haben alles aufgebraucht soweit. So gut wie könnten höchstens unsere Begleiter ein bisschen verbessern, so, ne, wenn man das denn möchte. Aber ansonsten, ja, spare ich die jetzt erstmal noch weiter an. Ansonsten, sind wir ja hier in der Gilde Black Bull. Da wird natürlich auch einiges passieren. Ne? Da möchte ich noch nicht zu viel spoilern. Das wird man dann sehen, wenn es denn soweit ist. Ne? Wenn dann der Tag gekommen ist. Diesen Freitag wird Fusion 21 entstehen und damit auch zahlreiche Server, die hier neu am Start sind, oder beziehungsweise die älter schon sind und dann aber zu einem großen Server zusammengemerged werden. Wir haben jetzt ja hier eine gute Verbesserung hingelegt, sind auf Platz 4 weltweit in den Total Stats von allen Battle Mages her gesehen. Und das ist ein wichtiger Wert, den wir gleich nochmal im Hinterkopf behalten. Denn in der Taverne wurde schon eine kleine Liste erstellt. Huch, das ist die falsche hier. So, und zwar diese. Hier sind hier sind die Top 300 Chars eingelesen, geordnet nach den Basispunkten. Das heißt nicht die Total Stats, was wir eben gerade gesehen haben, also alles Stats zusammen addiert, sondern nur die Base Stats, das heißt nur die geskillten Skillpunkte sozusagen, so in Summe, also Ausdauer und Hauptattribut. Und da gehen Grüße raus an Dennis, hat das Ganze gemacht, ja, und auch nochmal ganz cool zu sehen, welche Klassen sich hier drinne so befinden, beziehungsweise auf dem Server so, ne, wie viele von welcher Art hier am Start sind. Und das ist auch ganz cool zu sehen. Battle Mages, ja, sind gut vertreten, aber hier ist halt eben auch der Battle Mage Server drauf. Aber dadurch, dass halt auch unter diesen Servern auch der Assassin Server mit dabei ist, wo halt ja der Assassine gelauncht worden ist, das war auf W23 damals gewesen. Und das war auch, glaube ich, die Zeit gewesen, wo ich gerade so angefangen habe, mit Shakes and Fidget Content zu machen. Das war alles so derselbe Zeitraum circa. Da kam, glaube ich, die Unterwelt raus. Da hatte ich dann so langsam angefangen, Videos zu machen. Danach kam dann schon die allererste neue Klasse abseits von den 3 Standardklassen. Und das war damals der Assassine gewesen. Und der wurde dementsprechend halt auch häufig gepickt. Und müssen natürlich gegen diese uns dann halt auch behaupten mit unseren Kampfmagiern. Kampfmagier, ganz interessant, war dann halt die Klasse nach dem Assassin, also die zweite Klasse nach den 3 Standardklassen, die released worden ist. Und die treffen jetzt halt hier auf dem Server auch aufeinander. Und wir haben hier zum Beispiel auf Platz 1 den Cäsar, was im Moment so der stärkste Assassine der Welt ist, so, ne, mit Stufe 645 gerade. Und von den Basispunkten her sieht man hier halt auch, dass hier
ja auch eine sehr hohe Führung ist, sag ich mal. Ne? Und es werden aber halt auch andere Server, W23, W26, sieht man ja hier, S38, auch sehr interessant, ne, mit Rising Phoenix hier, kennt man natürlich auch unter der Leitung von Seraphim. Ne? Und hier haben wir zum Beispiel den Barschal, der erste ist von W27, also von dem Battlemage-Server, auf dem wir ja auch spielen. Der hat es hier tatsächlich in die Top 10 geschafft. Ne? Die ganzen Server sind natürlich auch ein bisschen zeittechnisch auseinander, sag ich mal. Hier unter sieht man, glaube ich, noch so ganz leicht, eventuell, falls man das im Video sieht, ein Datum zum Beispiel von den Einfallslosen hier. Das ist der 1.10.2019. Ich glaube, ich weiß es aber nicht ganz genau, ich glaube, das ist der Tag, an dem die Gilde erstellt worden ist, oder? Nee. Oder wann der Account erstellt worden ist. So glaube ich, weil sonst wäre hier das Datum gleich. Also ich glaube, das ist an dem der Account erstellt worden ist, denke ich mal. Und hier haben wir zum Beispiel auf W23 jemanden, der hier am 30.03.2018 sich erstellt hat hier, so wie das aussieht. Oder, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, wofür das Datum steht, das weiß ich leider nicht ganz. Aber auf jeden Fall sind diese Server hier schon ein bisschen älter und wenn wir jetzt mal runterscrollen, dann sehen wir, aha, da bin ich ungefähr. Also hier werde ich mich ungefähr aufhalten. Auf Platz 22 habe ich es jetzt geschafft, von den Basispunkten her, muss man dazu sagen, ne? Nicht die Total Stats, Basispunkte gesehen. Und ja, damit bin ich eigentlich recht zufrieden. Ich hätte gedacht, ich sacke deutlich weiter ab, weil mein Battlemage natürlich jetzt noch nicht so stark ist wie mein Magier. Und mein Magier hatte ja schon zu tun. Der hat es ja so, ja, weiß ich nicht, in die Top 50 oder so sind wir da abgesackt, keine Ahnung, als der Server fusioniert worden ist. Ne? Ich denke mal, der Battlemage wird auch ein bisschen weiter absacken so. Das sind ja erstmal die Werte, nachdem sich der Server wieder so ungefähr geordnet hat, ne? Und sich eingepegelt hat, weil das spiegelt ja hier wirklich den richtigen Wert von den Basispunkten halt wieder. Und ja, deswegen bin ich sehr gespannt. Wir hatten uns gemerkt, auch die Total Stats, ne? Das Ganze wurde hier aufgenommen, da war ich Stufe 628, das heißt, es war noch vor meinem Power Spike, sag ich mal. Und wenn wir hier auf die Total Stats in Summe drauf achten, dann sehen wir, da hatte ich hier fast glatte 500.000 Total Stats gehabt. Jetzt haben wir gesehen, jetzt sind wir fast bei 550.000. Ich glaube, was war das, 548 oder 45 oder so, irgendwie so in dem Dreh. Hatten wir an Total Stats gehabt, wir gucken nochmal ganz kurz, 46, ja, 546 in Total Stats und da sehen wir, dass wir hier schon ein bisschen weiter oben mitspielen können. Ich meine, das Ganze ist jetzt nicht geordnet, ne? Das Ganze ist ja geordnet nach Basispunkten und nicht nach Total Stats, aber von den Total Stats her, wenn wir hier bei 546 sind, dann würde ich ja mal behaupten, können wir wahrscheinlich in den Top 15 auf jeden Fall uns halten, würde ich sagen. So. Also hier oben geht es so langsam los, 546, wo wir uns dann einkalkulieren. Vielleicht, ja, ich sag mal, Top 15, denke ich mal, ist machbar. Top 10 wird, glaube ich, ein bisschen schwieriger, weil die Leute natürlich hier deutlich mehr schon in Summe haben natürlich. Aber ich denke mal, da haben wir jetzt eine ganz gute Vorbereitung geschafft von 500.000 auf ja, knappe 550.000, was wir jetzt halt eben durch unseren Power Spike geschafft haben, durch die ganzen Verbesserungen, Edelstein neu, alles ja, auf 20 gezogen, die Tränke alle getrunken, ne, beziehungsweise in Gold verzaubert und halt eben verskillt. Ne? Also das macht schon einiges aus an Unterschied. Ne? Und ich denke mal, da sind wir jetzt echt gut gewappnet für diesen Server und deswegen bin ich da sehr gespannt, was das Ganze so wird. Was wird. So, und ja, hier haben wir jetzt zum Beispiel die Top 300 nach Level sortiert, sieht man hier an den kleinen Pfeil, der hier nach oben zeigt. Da haben wir zum Beispiel den Battle Taure in der Gilde Gift, damals noch, wo Unge auf dem Server gespielt hatte. Ne? Ich glaube, das war S8, das müsste ja S38 gewesen sein. Ne? Bin gespannt, wo die dann nachher, also ob sich die Gilde Gift dann auch noch hält oder ob die dann auch fusioniert werden. Ne? Das werden wir dann abwarten, was dann hier auf dem Server so passieren wird. Und wenn wir jetzt hier weiter nach unten schauen,
Dann sehen wir hier, bin ich auf Platz 25 geordnet nach dem Level, was ich auch komplett in Ordnung finde, dafür, dass ich halt ein kompletter Goldspieler bin und eigentlich gar nicht so auf Level achte hier auf dem Server auch. Jetzt natürlich noch mehr mit 632, also auch hier total zufrieden eigentlich mit der Leistung und kann ich auf jeden Fall mich zufrieden schätzen, denke ich mal. So, hier haben wir noch eine Liste, einmal nach den Gilden sortiert, und zwar nach dem Gilden-Durchschnittslevel. Ja, wollte ich euch auch nochmal ganz kurz zeigen, ist vielleicht auch nochmal ganz interessant. Da haben wir zum Beispiel uns als Black Bull Gilde auf W27, hätte ich überhaupt nicht gedacht, sind wir vom Durchschnittslevel her schon höher als Rising Phoenix, die ja auch wirklich eine sehr, sehr starke Gilde darstellen so. Und das hätte ich wirklich bei weitem nicht gedacht, dass wir mit Black Bull schon uns hier Platz 1 sichern. Also das ist hier jetzt Platz 2, aber hier ist ein Member drin, ne, wahrscheinlich oder ja höchstwahrscheinlich ein 586er, der dann halt eben natürlich das Durchschnittslevel, wenn nur einer drin ist, ist halt der Durchschnitt 586 so, ne, macht Sinn. Ne? Aber jetzt hier von den 50 Membern, die hier, also von gefüllten Gilden, die halt wirklich auch super aktiv sind wir hier tatsächlich auf Platz 1 von den fusionierten Servern, halt eben gefolgt von Rising Phoenix, dann kommen die Strohhut-Piraten von W23, danach dann die Lucky Germans, ja, dann ist hier einmal Pause, so, dann kommen hier die German Knights, so, dann kommt wieder nichts, dann kommt hier Recharge und dann kommt erst hier Gift von S38 auch und hier die Platz 2 Gilde von W27. Ne? Also ich denke mal, hier wird auch einiges gemerged werden und da werden wir natürlich auch drauf achten, was hier auf dem Server so alles passiert. Es ist so viel drauf zu achten jetzt momentan gerade. Ich möchte ja auch ganz gerne die anderen Server so ein bisschen auch immer noch nach wie vor begutachten, wo ich halt eben persönlich nicht drauf spiele, aber die halt auch eben super interessant sind. Ne? Ja, zum Beispiel halt eben das, was wir letztes Mal gerade beleuchtet haben, die super Mega-Fusion von den ersten deutschen Servern da. Da möchte ich natürlich sehr gerne nochmal gucken in Zukunft, was da so passiert, ne? Wie da so die Zusammenschlüsse sind. Und auch auf F8 war das gewesen, ne? Wo halt eben auch Endgegner und Gods of Light spielen, ne, wie da so die Kämpfe untereinander sind und so, beziehungsweise halt in der IHOF dann. Also es ist viel zu beachten, viel interessant auf jeden Fall. Und so viel kann man gar nicht, weiß ich nicht, Augenmerk drauf werfen, so viel wie hier gerade passiert. Und ja, jetzt kommt halt eben auch noch der nächste sehr starke Server dazu mit F21, wo halt mein Battlematch auch stationiert ist, der sich dann auch hier irgendwo wahrscheinlich einordnen wird. Momentan gerade auf Platz 18. Ne? Aufgestiegen durch die ganzen Server-Merges natürlich. Wird natürlich viel zusammengefasst, viele Gilden fallen weg und dann steigt man natürlich automatisch im Ranking. Ne? Aber hier haben wir zum Beispiel auch Rising Phoenix und hier werden die Server auch zusammen gemerged, ne? Die jetzt momentan gerade noch fehlen. Aber das sind natürlich jetzt auch die nächsten Server, wo eine Fusion ansteht. Deswegen sind das die ersten Server, die jetzt folgen, die noch nicht gemerged worden sind. Dementsprechend sind die halt auch relativ weit oben. Ne? Boah, ich bin gespannt, Dave. Mal gucken. Vielleicht. Ich will noch nicht zu viel sagen, aber vielleicht wird man ja auch mal irgendwann mich mal in der IHOF, in der Gilden-IHOF sehen, so, das wäre natürlich super cool, ne, wenn man auch die Kämpfe hier begutachten kann. Hier auf dem Server ist natürlich mein Main, aber da bin ich ja nicht in der Gilde drin, dementsprechend kann man mich hier halt eben auch nicht in der internationalen Hall of Fame sehen. Ne? Leider wäre ich auch gerne dabei, ne? Aber da überwiegt dann auf jeden Fall meine Gildentreue zu Celtic. Deutlich mehr, als dass ich dann dafür in die Top 1 Gilde gehe und dafür dann halt eben bei internationalen Fights mitmischen kann. Das ist mir dann am Ende des Tages doch nicht so wichtig. Da mag ich dann lieber in meiner eigenen Gilde spielen, wo man schon lange drin spielt. Ne? Das denke ich mal auch verständlich. Ja, Leute, das soll es soweit gewesen sein. Ne? Gods of Light gerade am Dominieren in dem Moment gerade hier von F8. Also auch wahrscheinlich wieder die Endgegner besiegt. Gucken wir, wie es weitergeht. Und genau, so sieht es aus. Die Unfassbaren, die Mega-Fusion hier gerade noch auf Platz 1 von F17
und mal schauen. Ja, ich denke mal, da wird wahrscheinlich Phoenix die Gilde sein, die in Zukunft ja, den Server dominieren wird. Da können wir auch nochmal ganz kurz reinschauen, wie es hier jetzt gerade aussieht. Achso, ich bin irgendeiner random Gilde gejoint hier. Gucken wir mal in die Gilden. So, Platz 1. Und da haben wir jetzt hier im Moment gerade Phoenix mit, ja, boah. Ach nee, warte mal, ist das der Durchschnitt? Achso, nee, das ist das Level von Daddy Cool. Ich dachte gerade, das ist der Gildendurchschnitt. Na, das wäre ja heftig. 653 ist der Gildendurchschnitt hier. Und, ja, hier ist der, ja, ich habe mich gerade verlesen, hätte gerade gedacht, hier ist der Gildendurchschnitt. Ne, der ist natürlich deutlich höher als bei den Unfassbaren noch gerade. Ne, deswegen wird wahrscheinlich auch Phoenix bald in der E-Hof zu sehen sein. Und dann bin ich mal gespannt, wie da so die Fights abschneiden werden gegen die ja, Gods of Lights bzw. Endgegner dann, je nachdem. Ja, Leute, das soll es soweit gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ja, falls ihr mich begleiten wollt auf meiner Reise auf den nächsten fusionierten Server mit dem Battlemage dann, mit dem optimierten, dann würde es mir natürlich sehr freuen, wenn ihr hier auf dem Kanal ein kostenloses Abo da lasst. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.